Verkaufspolitur in Express, darum geht es in diesem Video. Der ein oder andere kennt das Auto hinter mir vielleicht schon, der Renault Clio, der hier als absolute Hülle ankam und am Ende wieder als vernünftiges Auto, was verkauft werden soll, rausgeht. Wir zeigen euch heute mal, wie man wirklich Zeit sparen kann bei der Politur, wie man wirklich Gas gibt und so ein Auto in maximal 2 Stunden durchpoliert. Und dafür das Allerwichtigste an dieser Stelle, gründliche Wäsche. Da dürft ihr echt keine Zeit sparen. Intensiv waschen, intensiv dekontaminieren, intensiv kneten. Weil alles, was jetzt hier noch auf dem Lack bleibt, sorgt am Ende für ein schlechteres Ergebnis für Nacharbeit und da geht dann am Ende Zeit flöten. Also gebt euch wirklich richtig Mühe bei der Wäsche. Wie ihr das macht, habt ihr schon mal in einem Video gesehen. Deswegen starten wir gleich mit der Politur. Testbot werden wir euch hier gleich mal zeigen und dann geht's los. Ja, wir wollen natürlich Zeit sparen, aber nicht schlampen. Deswegen hier besonders wichtig, Kunststoffe abkleben, weil ihr werdet es gleich sehen. Wir versuchen das Auto mit der größtmöglichen Maschine zu bearbeiten, die aber auch noch vernünftig ist. Wir konnten hier fast das gesamte Auto mit der 125er bearbeiten, einem relativ harten Pad und ihr müsst natürlich immer eine Politurkombination wählen, die ein optimales Finish hat und gleichzeitig so viele Kratzer wie möglich entfernt. War in meinem Fall die P601 und das Pad ist auch unten verlinkt. Das ging ganz hervorragend. Wir verteilen einmal wirklich großflächig die Politur, nehmen tendenziell also etwas mehr Politur, um halt wirklich gleich einen großen Bereich zu fahren. Und jetzt kommt der Knackpunkt, wirklich schön durchfahren. Wir können keine Zeit sparen, indem wir jetzt hier schnell abwischen, sondern einfach große Bereiche bearbeiten und die Politur aber optimal durchfahren. Am Ende ist der größte Zeitfaktor das sparende Wechseln der Maschine. Also wenn wir nicht dauernd auf eine andere Maschine wechseln müssen, da lohnt es sich natürlich ein bisschen zu üben, sodass ihr auch an runden und kantigen Bauteilen die große Maschine gut beherrscht. Anschließend Bauteil abwischen und sobald nicht mehr nötig das Klebeband entfernen. Dann sparen wir natürlich auch Zeit, wenn wir am Ende nicht mal ums ganze Auto rennen müssen. Und wie gesagt, das ist wirklich ein guter Faktor. Welche Politur ihr mal genau benutzt, müsst ihr im Testbot-Verfahren sehen. Wenn sie gleich Versiegelung enthalten soll, könnt ihr das natürlich ausprobieren. Entfettet aber im Testbot einmal, ob die Politur nicht abdeckt, sondern auch ein gutes Polierergebnis erzielt. Wer auf Nummer sicher gehen will, nimmt eine Politur ohne Versiegelung. Knackpunkt, der optisch auch immer viel hermacht, sind die Klavierlackleisten. Da müssen wir meistens dennoch zweistufig ran, damit wir da einfach ein schönes Ergebnis haben. Da scheint halt auch oft die Sonne drauf. Das heißt, hier geben wir uns natürlich viel Mühe und nehmen auch ein passendes Pad, was von der Größe her passt, damit wir hier ein wirklich schönes Ergebnis erzielen, weil das fällt natürlich immer gleich auf, wenn ein potenzieller Käufer sich das Fahrzeug anguckt. Dann noch ein Tipp: Um die Politur feiner durchzufahren, wie hier gerade gesehen, einmal die Politur durchfahren, Politur vom Bauteil wischen und dann nochmal ohne das Pad auszupusten hinterher. Das sorgt einfach nochmal für ein besseres Finish. Die nächste Stelle, die auch häufig angesehen wird, die schnell einen Makel hat, sind die Türgriffe, weil da entstehen natürlich schnell Kratzer. Das heißt, auch hier macht es Sinn, ein bisschen Zeit in die Hand zu nehmen, entweder von Hand durchzuarbeiten oder hier, wie hier zu sehen, mit einer flexiblen Welle. Das ist wirklich auch ein Punkt, den Käufer sehr schätzen, wenn es dort super aussieht. Ziel der Verkaufspolitur ist es für den Kunden, einen besseren Verkaufspreis zu erzielen und gleichzeitig aber im Blick zu behalten, dass der Kunde möglichst nicht unnötig Geld für die Aufbereitung bezahlt. Das heißt, wir sollten nicht anfangen zu pfuschen, irgendwas abzudecken oder wie ein Irrer mit der roter Hologramme reinzuballern und damit Kratzer rausgehen, sondern eine vernünftige, sehr schnelle Politur, so schnell wir eben können, und ein vernünftiges Ergebnis gewährleisten, sodass das Fahrzeug beim Verkauf draußen unter normalem Licht, wenn irgendjemand erwartet, dieses Auto zu kaufen, in einem schönen Zustand ist. Auch hier ist natürlich der Wert des Wagens maßgeblich. Wenn jemand einen Ferrari kauft, guckt er sich das Auto vielleicht anders an, als wenn er sich so einen Renault Clio kauft. Also denkt auch immer dran, dass der Kunde den größtmöglichen Vorteil hat und nicht nur ihr mit eurem Portemonnaie. Natürlich könnten wir jetzt auch eine zweistufige, dreistufige Politur hier verkaufen und das Auto am Ende noch versiegeln, dann wäre es bestimmt top. Aber ob sich die Arbeit dann in einem höheren Verkaufspreis widerspiegelt, wage ich zu bezweifeln. Also hier geht wirklich Prinzip Pareto mit den 20% der Maßnahmen 80% Ergebnis erzielen, beziehungsweise 80% der Leute einfach zufriedenstellen und eine vernünftige Arbeit abliefern. Ob ihr generell so eine Verkaufspolitur anbietet, müsst ihr selber entscheiden. Hier ist ein Weg, das zu machen, die Kosten im Rahmen zu halten und trotzdem ein schönes Ergebnis zu erzielen. In diesem Sinne viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!